Ich bin eigentlich gar kein Fan von Rechtfertigung oder Verteidigung. Das hat immer ein bisschen was von mi, 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 mi. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Und nicht nur heute. Denn zurzeit wütet in Deutschland so etwas wie ein links-rechts-gut-böse-Tornado und hat mittlerweile auch die Küste der Schwarzen Szene erreicht. Und du konntest die Uhr danach stellen. Und zack, war Edwan auch mal wieder im Gespräch. Alle Jahre wieder. Ein bisschen wie Rammstein. Vielleicht mit dem Unterschied, dass meine Provokationen sich eher im kleineren Rahmen abspielen. Was jetzt auch nichts Neues ist. Aber auch hier muss man unterscheiden zwischen gewollter Provokation und konstruierte Provokation durch Fremdeinwirkung. Und ich nehme jetzt mal das aktuellste Beispiel einer konstruierten Provokation durch Fremdeinwirkung. Was ist passiert? Die israelische Botschaft postete am Jahrestag der Wannsee-Konferenz das hier. Heute vor 82 Jahren trafen sich 15 hochrangige Vertreter der NS-Regierung zur Wannsee-Konferenz, um den industriellen Massenmord an 11 Millionen europäischen Juden zu planen. Dieses Treffen führte schließlich zur Vernichtung von 6 Millionen Juden. Nie wieder. Und darunter dann die Grafik mit den ganzen Opferzahlen. Eine gute Gelegenheit, um einfach mal innezuhalten. Lass mich erstmal erklären, warum mir dieses Thema so wichtig ist. Und auch nicht erst seit gestern. Weil schon mit 13, 14 das erste Mal in der Synagoge, wurde mitgenommen von meiner Freundin Marion, Jüdin, und hatte dort die Gelegenheit, mich mit Zeitzeugen zu unterhalten. Und da war viel Interessantes dabei, teilweise auch ergänzend zu dem, was ich im Geschichtsunterricht gelernt habe. Mein Vater, Muslim, fand es übrigens sehr gut, dass ich da war. Einer der tolerantesten Menschen, die ich kenne. Ich hatte eine gute Erziehung. Die wichtigste Person bei &One, Manager, Labelchef, Produzent, Ziehvater, Ersatzvater, war Jor Jenker, ein überzeugter Jude. Der hat &One großgezogen, entdeckt und großgezogen. Er hat 4 Alben produziert. Er hat sogar den Text von Die Mitte geschrieben. Für mich, über mich. Das Kind in der Mitte. Von ihm habe ich viel gelernt. Ich war viele Jahre mit einer Jüdin verheiratet. Aus Israel. Dadurch war ich oft in Israel. Auch in Yad Vashem oder an der Klagemauer. Und auch mit &One spielen wir seit etlichen Jahren in Israel vor unseren israelischen Fans. Das letzte Mal im September. Und dort spielen wir auch die Songs, die hier als umstritten gelten. Das sind jetzt auch nicht so viel, aber die spielen wir dort immer. Und die singen auch mit und die sind nicht dämlich, die wissen, was sie damit singen. Die kennen uns ja. Sie lieben und vertrauen uns. Aber zurück zur Botschaft. Also wir erinnern uns an diese Grafik und das hat Lauterbach dazu geschrieben. Heute, vor 82 Jahren, begann mit der Wannsee-Konferenz der Massenmord an den Juden. Es gibt kein besseres Wochenende, um gegen die AfD und andere Nazis zu demonstrieren. Mit Deportationen hat auch damals alles angefangen. Deutschland muss ein klares Zeichen setzen gegen neue Nazis. Also in meinen Augen war das eine unangemessene Herabsetzung der Bedeutung der Wannsee-Konferenz.
eine Instrumentalisierung dieses Posts der Botschaft gegen den eigenen politischen Gegner. Ich fand's geschmacklos. Und natürlich habe ich eine andere Art, mich auszudrücken. Entweder provokativ oder zynisch. Ihr kennt mich ja. Ich habe geschrieben, habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und mir das Parteiprogramm der AfD angesehen. Zu meiner Überraschung steht da gar nichts von Judenermorden. Wo kann ich das denn finden? Helf mal, Kalle. Verstanden? So. Und dann hat mich ein Kumpel per SMS auf Postings dieser Art aufmerksam gemacht, ein paar Tage später. Hier sieht man die Grafik, die die israelische Botschaft gepostet hat. Darunter sieht man meine Antwort auf den Post von Lauterbach. Hier ist aber von Lauterbachs Post nichts zu sehen. Hier sieht es so aus, als hätte ich auf die Grafik kommentiert. Dabei hatte ich nur Lauterbach provozierend geantwortet. Hier wurde es völlig aus dem Kontext gerissen. Mi, 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 mi. Daraufhin, in einer Mail, die mir zugespielt wurde, hat mich das erste Mal seit 35 Jahren eine Person als Antisemit bezeichnet. Ausgerechnet? Mich? Wirklich? Ich habe zwar ein dickes Fell, aber ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, okay? Und ich muss nichts auf mir sitzen lassen. Und noch eine Frage habe ich. Warum eigentlich machen solche Postings nicht die Runde? Hier geht es um die Lüge von Gil Ofarim, die er gestanden hat. Und ich schrieb unter anderem, und das ausgerechnet zu einer Zeit, wo wir gegen eine massive Welle von Antisemitismus zu kämpfen haben. Und warum macht das hier nicht die Runde? Ich werde mich immer gegen Faschismus stellen, egal ob von rechts oder links. Warum nicht? Weil es nicht ins Bild passt, was einige über mich gewaltsam erzeugen wollen. Aber zurück zum Lauterbach-Post. Mein Kumpel war auch der Meinung, dass meine aus dem Kontext gerissene Antwort auf Lauterbach als pro-AfD verstanden werden könnte. Wie soll ich damit umgehen? Will man es so verstehen? Wir leben in einer Demokratie. Ich wähle sie einfach nicht. Tamam? Punkt. Denn ich finde auch alle Parteien kacke, durch die Bank weg. Fast alle. Die Gartenpartei aus Sachsen-Anhalt, die finde ich irgendwie super. Gartenpartei. Die Grünen machen mir Angst. Die AfD macht mir aber auch Angst. Ich traue denen nicht. Und ich habe ein Recht auf Angst. Okay? Ihre Wählerschaft besteht ja nicht nur aus Bürgern, die die Schnauze gestrichen voll haben. Es gibt unter ihnen ja auch ultrarechte Neonazis, die Leute wie mich hassen. Bürger mit Migrationshintergrund. Ob integriert oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Was meinst du, von wem ich in der Schule verprügelt wurde? Das Wort Kanake ist mir noch geläufig. Habe ich oft gehört. Meinst du, das hat aufgehört? Soll ich mal meine E-Mails durchsuchen? Ich habe mir oft versucht vorzustellen, was
bei einer Machtübernahme der AfD passieren könnte. Und die meiste Angst habe ich davor, dass ultrarechte Neonazis sich legitimiert fühlen könnten, ihre Ideologie mit Faustrecht auf der Straße durchzusetzen. Muss ich dann meine Koffer packen? Sollte ich dann meine Koffer packen? Ich habe ein Recht auf Angst. Und trotzdem lasse ich mich vor keinen Karren spannen. Ich werde auch nicht alle AfD-Wähler in einen Topf werfen. Und ich werde unsere Fans auch nicht wie Kinder behandeln. Es sind erwachsene Menschen. Sie haben alle ein Wahlrecht. Wer bin ich denn? Wie wichtig soll ich denn bitte sein? Ich bin doch nur der Pimmelmann. Euer Pausenclown. Und ein Pausenclown provoziert auch gern. Weil der will ja lustig sein. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und so kommen wir dann zum Thema gewollte Provokation. Wir sehen uns in Teil 2.